Hallo, ich bin in der 10. Klasse der HMS und wir werden was zu den besten Computern der Welt erzählen. Jetzt kommt meine Gliederung. Als erstes werde ich euch was zu Computern erzählen, danach zu Supercomputern und als letzten Computer werde ich euch dann noch den Quantencomputer vorstellen. Zum Schluss versuche ich noch die Frage zu beantworten, welches jetzt eigentlich der beste Computer? Dann die Quellen des Abrufverzeichnisses. Fangen wir gleich mal an. Grundprinzip war der erste, der das Dualsystem für seine Rechenmaschine benutzt hat. Seine Rechenmaschine ist in 3 und 4 Riesen im ganzen Raum. Weiß jemand, was das Dualsystem ist? Okay, hier geht es nochmal ein bisschen genauer. Okay. Im Dualsystem besteht jede Zahl aus 0 und 1. Es ist ein alternatives Zahlensystem zu dem Zahlensystem, das wir benutzen, mit 1, 2, 3, 4, 5. Und der Vorteil daran für den Computer ist, dass er aus für 0 anzeigen kann und an für 1. Und dadurch, dass die 1, 1 ist und die 2, 1, 0 und die 8, 1, 0, 0, ist die 10, 1, 0, 1, 0, weil wir eine 8 und eine 2 haben und das sind 10. Und die Materialien, woraus diese Schalter waren, sind immer kleiner mit der Zeit. Als erstes gab es die Telefonrelays, ab 1947, Elektrorohre und Transistoren aus Silizium ab 1950. Und 1962 gab es 8 Transistoren pro Quadratzentimeter, einen Transistor als Schalter. 1969 600 Transistoren pro Quadratzentimeter und heute mehrere Millionen. Das bedeutet, es wurden immer mehr Transistoren auf der gleichen Fläche. Und Supercomputer? Supercomputer sind riesige, sehr leistungsstarke Computer. Jetzt nenne ich euch ein Beispiel. Einmal gibt es den HLR-B2. Er wurde 2006 gebaut und steht in Garching in Bayern. HLR steht für Höchstleistungsrechner und das B hinter HLR für Bayern. Und der hatte 60 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Ja. Dann gibt es den Cray Jacure. Er wurde 2009 gebaut und steht in den USA und South Tennessee und hat 2 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Und dann gibt es noch den HLR-4. Er wurde 2019 gebaut und steht zum Teil in Göttingen, die Annie, und in Berlin, die Lise. Und N hinter HLR steht für Norddeutschland. Und der hatte 16 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde und ist damit der 13. stärkste der Welt. So. Jetzt noch einmal Lise, eins von den Gemini, die haben wir nicht gefunden. Und dann noch einmal der Cray Jacure. Ja. Jetzt nenne ich euch noch ein paar Vor- und Nachteile von Supercomputern. Einmal, ein Vorteil ist, sie haben eine sehr hohe Rechenleistung und sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ein Nachteil ist vor allem die Kosten. Betriebs- und Wartungskosten, Kühlung und so weiter. So. Es kommt noch eine kleine Zwischenfrage. Also für eine Rechenaufgabe benötigt der schnellste Supercomputer der Welt 7 Jahre. Wie lange glaubt ihr braucht dafür einen Quantencomputer? T-Shirt? 12.000 Jahre. 20.000 Jahre. Da kann man mal. Jahre. Jetzt gibt die Antwort. 200 Sekunden. Aber
Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn eigentlich so ein Quantencomputer? Das erklärt er jetzt. Peter Shor war der Erste, der entdeckt hat, wie ein Quantencomputer funktionieren könnte. Das war 1994. Erst 25 Jahre später haben wir den ersten kommerziellen Quantencomputer gebaut. Er ist von IBM und heißt IBM Q System One und hatte 20 Qubits. Jetzt fragt ihr euch, was sind eigentlich Qubits? Das erkläre ich jetzt. Also, links seht ihr, wie normale Computer arbeiten mit Bits. Jedes Bit hat einen Zustand und also bei 10 Bits hast du 10 Zustände. Und rechts seht ihr, wie ein Quantencomputer arbeitet, der arbeitet Qubits. Und bei 10 Qubits wären schon 1024 Zustände. Das kommt dadurch, dass bei 3 Qubits wären es halt 2 hoch 3 und das bedeutet 2 mal 2 mal 2. Und jetzt zeige ich euch in diesem Diagramm nochmal die links. Und der IBM Q System One hat über 1 Million Zustände, 20 Qubits, 40 Qubits hätte man schon über 1 Billion und in 50 über 1 Milliarde Zustände. So. Und hier seht ihr eine Reihe von 20 Qubits. Eins davon gucken wir uns jetzt mal genauer an. Am Ende geht dieses Qubit in einen der beiden Zustände 1 oder 0 über. Aber das Besondere an Quantencomputer ist die sogenannte Superposition. Die ist ein Zwischenzustand zwischen 0 und 1. Und die Dauer der Superposition nennt man Kohärenzzeit. In diesem Zustand erfolgt die Berechnung. Und den Verlust der Superposition nennt man Dekohärenz. Und Wissenschaftler versuchen diese Dekohärenz möglichst lange herauszuzögern, um möglichst lange rechnen zu können. Kern eines Quantencomputers. Jetzt noch ein paar Vor- und Nachteile von Quantencomputern. Also, Quantencomputer haben eine extrem hohe Rechenleistung, auch im Gegensatz zu Supercomputern. Es gibt eine Überwindung des größten Problems von Bits, dadurch, dass bei wenigen Bits schon sehr viele Zustände erreicht werden können. Und das ist eine Chance für Quantenstrom. Aber die Entwicklung steht halt noch am Anfang, die Nutzbarkeit in der Zukunft ist unklar und es ist ein sehr hoher Aufwand, weil ein Quantencomputer nur bei Wartung mit extrem niedriger Temperatur funktioniert und es gibt Sicherheitsbedenken, weil so ein Quantencomputer Passwörter ganz leicht knacken, zum Beispiel im Internet. Jetzt beantworte ich die Frage, welches ist der beste Computer? Das ist abhängig von der Benutzer. Normale Computer sind gut für dich und mich und zum Beispiel für Computerspiele. Dann gibt es die Supercomputer, die gut für Universitäten, Wissenschaftler und Simulieren, auch für Flugzeuge simulieren. Und dann gibt es Quantencomputer, die gut für NASA, Google oder IBM sind und können die Supercomputer in Zukunft werden. So. Quellen